Man könnte leicht denken, dass die Quantenmechanik nur eine Theorie über winzige Teilchen ist und nicht mehr als das. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die Quantenmechanik voraussagt, dass Sie niemals sterben können? Willkommen in der seltsamsten Idee in der Physik, der Quantenunsterblichkeit. Die Intuition sagt uns, dass die Welt vorhersagbar ist. Ein geworfener Ball fliegt auf einer bestimmten Bahn, die Quantentheorie hingegen sagt uns das Gegenteil. Alles, was wir um uns herum sehen, wird als Wahrscheinlichkeitswellen beschrieben. Jedes Elementarteilchen fliegt gleichzeitig auf unzähligen Bahnen. Trotz der Paradoxien der Quantentheorie und ihrer Unvereinbarkeit mit unserem alltäglichen Weltbild hat sie einen unbestreitbaren Vorteil. Denken Sie nur daran. Die Vorhersagen der Quantentheorie sind bis auf 11 Stellen nach dem Komma überprüft worden, was sie zur genauesten Theorie aller Zeiten macht. Nehmen wir ein Elektron. Es hat keinen eindeutigen Zustand, Spin nach oben oder Spin nach unten. Vielmehr befindet es sich buchstäblich in einer Superposition, das heißt in beiden Zuständen gleichzeitig. Erst wenn wir es messen, scheint das Elektron einen konkreten Spin zu wählen. Dieses Phänomen lässt sich am einfachsten verstehen, wenn man sich das berühmte Doppelspaltexperiment in Erinnerung ruft. Nehmen wir 2 Blätter Papier. In das erste schneiden wir 2 schmale Spalte nebeneinander, dahinter stellen wir das zweite Blatt, einen Monitor. Wir richten einen Elektronenstrahl auf das erste Blatt. Was sehen wir auf dem Monitor? Der gesunde Menschenverstand sagt, es sollten 2 helle Streifen erscheinen, Spuren von Elektronen, die durch jeden Spalt gegangen sind. Aber es passiert etwas ganz anderes. Auf dem Monitor entstehen mehrere abwechselnde helle und dunkle Streifen. Das nennt man Interferenz. So verhalten sich Wellen, nicht Teilchen. Noch überraschender ist, dass ein solches Muster entsteht, selbst wenn man Elektronen einzeln durchschickt. Jedes einzelne Elektron scheint durch beide Spalte gleichzeitig zu gehen und ein Wellenmuster zu erzeugen. Und jetzt das Seltsamste. Wenn wir einen Detektor an einem der Spalte anbringen, um herauszufinden, durch welchen Spalt jedes Elektron geht, verschwindet die Magie. Das Interferenzmuster verschwindet und auf dem Monitor erscheinen einfach 2 verschwommene Streifen, wie man es von gewöhnlichen Teilchen erwarten würde. Es stellt sich heraus, dass sich das Elektron wie eine Welle verhält, wenn wir es nicht beobachten, aber sobald wir anfangen zu beobachten, verwandelt es sich in ein gewöhnliches Teilchen. Diese seltsame Dualität ist nicht nur elektroneneigen. Wissenschaftler haben die gleichen Experimente mit Protonen, Neutronen, einzelnen Atomen und sogar ganzen Molekülen durchgeführt. Im Jahr 2019 konnten Physiker der Universität Wien Interferenz von Molekülen beobachten, die aus etwa 2000 Atomen bestehen. Das sind schon ziemlich große Objekte. Die Wissenschaftler ließen diese Moleküle durch ein spezielles Gitter mit vielen Spalten. Wenn die Moleküle gewöhnliche Teilchen gewesen wären, wären sie einfach durch einige Spalte geflogen und hätten einen verschwommenen Fleck auf dem Monitor erzeugt. Stattdessen entstand ein klares Interferenzmuster. Die Moleküle verhielten sich wie Wellen. Die Wissenschaftler kamen zu dem ernüchternden Schluss, die Grenze zwischen der Quantenwelt und der Wellen und der klassischen Welt der Teilchen ist willkürlich. Sie existiert einfach nicht. Alles in unserer Welt gehorcht den Gesetzen der Quantenmechanik, aber je größer ein Objekt ist, desto schwieriger ist es, seine Welleneigenschaften zu bemerken. Große Objekte wie wir selbst interagieren ständig mit der Umgebung. Mit Luft, Licht, anderen Gegenständen. Diese Wechselwirkung funktioniert wie eine kontinuierliche Messung, die Objekte dazu bringt, sich wie gewöhnliche Teilchen zu verhalten. Aber wenn wir uns vollständig von allen äußeren Einflüssen isolieren könnten, würde sogar unser Körper Welleneigenschaften zeigen und sich in einem Zustand der Superposition befinden. Die Konsequenzen des Doppelspaltexperiments sind möglicherweise die tiefgreifendsten in der gesamten Physik. Sie stellen unser intuitives Verständnis der Welt völlig auf den Kopf und zeigen deutlich, dass das Universum nicht das ist, was es zu sein scheint. Wenn Sie verwirrt sind, dann machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind in guter Gesellschaft. Sogar der große Richard Feynman, einer der Begründer der Quantenelektrodynamik, sagte: Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass niemand die Quantenmechanik versteht. Wissenschaftler streiten seit einem Jahrhundert darüber, was die Quantenmechanik uns über die Natur der Realität sagt. In einem Punkt sind sie sich einig. Vor der Messung verhalten sich Teilchen wie Wellen, das nennt man die Wellenfunktion, die zuerst von Erwin Schrödinger beschrieben wurde.
1925 fand Schrödinger eine Gleichung, die die Bewegung dieser Teilchenwellen exakt beschreibt. Als er sie auf Wasserstoff anwendete, wo ein Elektron um ein Proton kreist, erhielt er Ergebnisse, die perfekt mit dem Experiment übereinstimmten. Mehr noch, alle chemischen Elemente im Periodensystem lassen sich erklären, indem man diese Gleichung löst. Alles um uns herum kann in gewissem Sinne durch die Lösung der Schrödinger-Gleichung beschrieben werden. Mit ihrer Hilfe kann man nicht nur Atome erklären, sondern auch die Bindungen zwischen Atomen und die Bildung von Molekülen und folglich alle chemischen Stoffe, aus denen unser Universum besteht. Aber es entsteht eine einfache Frage: Wie geht die Wahrscheinlichkeitswelle eines Objekts, zum Beispiel eines Elementarteilchens, plötzlich zu seiner konkreten Bahn über? Lange Zeit war die hauptsächliche Erklärung die Kopenhagener Interpretation. Nach dieser Theorie existiert ein Teilchen in einer Superposition, das heißt in allen möglichen Zuständen gleichzeitig. Das geschieht, solange wir es nicht beobachten. Sobald wir anfangen zu beobachten, kollabiert die Superposition und das Teilchen befindet sich an einem konkreten Ort. Die Wahrscheinlichkeit, wo wir das Teilchen finden werden, wird nach der Born-Regel bestimmt. Man muss einfach die Wellenfunktion quadrieren. Dieses Modell stimmt exakt mit allen Experimenten überein, erklärt aber nicht, warum das so geschieht. Schrödinger erdachte ein einfaches Gedankenexperiment, in dem das Wesen des Problems anschaulich zutage trat. Setzen Sie eine Katze in eine verschlossene Kiste, legen Sie ein Stück Uran hinein. Wenn aus dem Uran ein Elementarteilchen herausfliegt, löst ein Geigerzähler aus, der giftiges Gas freisetzt, das die Kiste füllt und das Tier tötet. Die Frage lautet: Ist die Katze lebendig oder tot? Da der Zerfall eines Uranatoms ein rein quantenmechanisches Ereignis ist, müssen Sie auch die Katze aus der Sicht der Quantenmechanik beschreiben. Für Heisenberg existiert die Katze, solange Sie die Kiste nicht öffnen, als Kombination verschiedener Quantenzustände, das heißt, sie stellt eine Summe zweier Wellen dar. Eine dieser Wellen beschreibt eine tote Katze, die andere eine lebende. Das Tier ist dabei weder lebendig noch tot, sondern stellt eine Kombination dieser beiden Zustände dar. Der einzige Weg zu sagen, ob die Katze tot oder lebendig ist, die Kiste zu öffnen und eine Beobachtung zu machen. Dann kollabiert die Wellenfunktion zu einer toten oder lebenden Katze. Mit anderen Worten, Beobachtung bestimmt die Existenz. Für Einstein war das alles Unsinn. Wenn Gäste zu ihm nach Hause kamen, fragte er manchmal: Existiert der Mond nur, weil ihn eine Maus anschaut? 1957 schlug der Physiker Hugh Everett eine völlig neue Sichtweise auf die Quantenmechanik vor. Er behauptete, dass die Wellenfunktion niemals kollabiert. Stattdessen geschehen alle möglichen Varianten von Ereignissen gleichzeitig, aber in verschiedenen, separaten Realitäten. Diese Idee wurde Viele-Welten-Interpretation genannt. Lange Zeit beobachteten Wissenschaftler sie nicht, aber jetzt unterstützen sie bekannte Physiker wie Sean Carroll, David Deutsch und Max Tegmark. Ihr zufolge besteht unser Universum aus unzähligen parallelen Welten, die fast identisch sind, sich aber in der Position von Quantenteilchen unterscheiden. Wenn es scheint, dass ein Teilchen nach einer Messung einen der Zustände wählt, befindet es sich in Wirklichkeit in beiden Zuständen, nur in verschiedenen Zweigen der Realität. Diese Zweige existieren nicht irgendwo da draußen, sondern direkt hier, im selben Raum wie wir. Sie können nicht direkt miteinander interagieren, außer in besonderen Fällen, wenn Quanteninterferenz auftritt. Wenn die Viele-Welten-Interpretation richtig ist, dann verzweigt sich das Universum jedes Mal, wenn ein Ereignis mit unbestimmtem Ausgang geschieht. Stellen Sie sich vor, Sie geraten in einen gefährlichen Unfall und haben eine 50-prozentige Chance zu überleben. In diesem Fall teilt sich das Universum gemäß der Viele-Welten-Interpretation in zwei. In einem sterben Sie, im anderen überleben Sie. Aber hier ist das Wichtige: Nach Meinung einiger Physiker kann Ihr Bewusstsein nur die Zweige wahrnehmen, in denen Sie am Leben geblieben sind. Sie können niemals bewusst erleben, tot zu sein, denn die Toten haben kein Bewusstsein. Daher werden Sie aus Ihrer subjektiven Sicht, egal wie gefährlich die Situation auch sein mag, möglicherweise immer in dem Zweig der Realität sein, in dem Sie durch ein Wunder überlebt haben. Selbst wenn die objektiven Chancen zu überleben gegen Null gehen, wird es immer mindestens einen Zweig geben, in dem Sie weiter existieren. Und genau in diesem wird Ihr Bewusstsein sein. Möglicherweise ist die Realität wirklich so bizarr und wir überleben tatsächlich subjektiv jede Form des Todes, die gleichzeitig augenblicklich und binär ist.
Unser Bewusstsein existiert weiter in einigen dieser Welten und wir finden uns immer in den Welten, in denen wir sind und niemals in denen wir nicht sind. Max Tegmark verbrachte viel Zeit damit, darüber nachzudenken, ob ein Experiment möglich sei, das davon überzeugen würde, dass die Everettschen Paralleluniversen real sind, und schließlich erdachte er ein solches. In seinem Buch Unser mathematisches Universum auf der Suche nach dem Wesen der Wirklichkeit beschrieb er folgendes Gedankenexperiment. Und ja, wiederholen Sie es auf keinen Fall. Das Wesen ist folgendes. Stellen Sie sich ein Gerät wie quantenrussisches Roulette vor, zum Beispiel ein Quantenmaschinengewehr. Jede Sekunde schießt es mit 50%iger Wahrscheinlichkeit. Unabhängig vom Glauben an Paralleluniversen werden Sie eine zufällige Sequenz hören. Und jetzt der extreme Schritt. Sie halten den Kopf hin und warten. Was wird geschehen? Das hängt davon ab, ob die Everettschen Universen real sind. Wenn nicht, dann werden Sie 1-2 Klicks hören, dann einen Schuss und das war's. Die Wahrscheinlichkeit, 1 Minute zu überleben, ist geringer als ein Quintillionstel. Wenn aber Paralleluniversen real sind, dann existieren nach jeder Messung 2 Universen. In einem sind sie lebendig, im anderen tot. Aber Bewusstsein kann nur die lebende Version haben. Das bedeutet, Sie werden nur Klicks hören. Nach 10 Klicks können Sie den Kollaps der Wellenfunktion mit 99,9%iger Sicherheit ausschließen. Somit hätten Sie persönlich den Beweis erhalten, dass Everetts Theorie richtig ist. Aber dieser Beweis wäre nur bei Ihnen. In unzähligen anderen Welten hätten die Menschen einfach gesehen, wie sie starben und sie mit dem Darwin Award ausgezeichnet. Hugh Everett selbst schrieb nie über Quantenunsterblichkeit in seinen wissenschaftlichen Arbeiten, aber seine Biografen erwähnten, dass Everett fest an die Unsterblichkeit glaubte, die logisch aus seiner Theorie folgt. Er dachte, dass unser Bewusstsein immer den Weg wählen wird, der nicht zum Tod führt. Subjektiv wird das Leben weitergehen, aber das bedeutet nicht, dass Sie ewig jung und glücklich sein werden. Vielmehr werden Sie in Welten leben, in denen das Leben um jeden Preis weitergeht, selbst wenn alles schlecht ist. Der Beobachter muss subjektiv mit Sicherheit erwarten, für immer zu überleben, welchen Gefahren er auch begegnen mag, da es immer eine Überlebensmöglichkeit geben wird, wie unwahrscheinlich sie auch sein mag. Das würde zu einer Verschlechterung des Körperzustands nach Art des Titonos-Mythos führen, die ewig dauert und den Menschen für immer fast, aber nicht ganz tot zurücklässt. Klingt verrückt, nicht wahr? Aber das ist die innere Logik einer der populärsten Interpretationen der Quantentheorie. Ja, bei weitem nicht alle Physiker unterstützen sie. In diesem Video werden wir die Argumente aller besprechen und Sie entscheiden selbst, ob Sie persönlich auf Quantenunsterblichkeit setzen sollten. Der berühmte Physiker und Kosmologe Max Tegmark beginnt sein Buch Unser mathematisches Universum mit einer Erinnerung. Einmal fuhr er als Schüler mit dem Fahrrad auf einer menschenleeren Straße. Er war wie gewöhnlich auf dem Weg zur Schule und näherte sich einer Kreuzung. Eine Sekunde später war ich tot. Ich ließ die Pedale los und trat auf die Bremsen, aber es war schon zu spät. Scheinwerfer, Kühlergrill, 40 Tonnen Stahl, die markerschütternd schrien wie ein moderner Drache. Ich konnte die Augen des Fahrers sehen. Die Zeit verlangsamte sich für mich, das Leben zog vor meinen Augen vorbei und mein letzter Gedanke war, hoffentlich ist das nur ein Albtraum. Leider spürte ich im Bauch, dass das Realität war. Die Realität ist nicht immer so, wie sie scheint. Das gilt für Lastwagen und die Welt um uns herum. Physiker wissen schon lange, fester Stahl ist fast vollständig leer, Atomkerne machen 99,95% der Masse eines Atoms aus, nehmen aber nur 1 Billionstel Prozent des Volumens ein. Dieses nahezu Vakuum wird nur aufgrund elektrischer Kräfte als fest wahrgenommen, die die Kerne zuverlässig an ihren Plätzen halten. Außerdem können subatomare Teilchen gleichzeitig an mehreren Orten sein, das ist das Wesen der Quantenphysik. Wenn unser Körper aus solchen Teilchen besteht, können wir dann selbst an 2 Orten sein? 3 Sekunden vor dem Unfall entschied ich unbewusst, soll ich nur nach links schauen, wohin ich immer abbog und wo nie Autos waren, oder auch nach rechts blicken, für alle Fälle. An diesem Morgen führte mich eine spontane Entscheidung an den Rand des Todes. Alles hing davon ab, ob ich ein einziges Calciumatom in eine bestimmte Synapse meines präfrontalen Kortex gelangen würde, wodurch ein bestimmtes Neuron erregt und ein elektrisches Signal gesendet würde, das eine ganze Kaskade der Aktivität anderer Neuronen auslösen würde, die gemeinsam den Gedanken „Mach dir keine Sorgen" kodieren.
Wenn also das Calciumatom ursprünglich gleichzeitig an zwei leicht unterschiedlichen Positionen gewesen wäre, dann hätten eine halbe Sekunde später meine Augen gleichzeitig in zwei Richtungen geschaut. Ein paar Sekunden später wäre mein Fahrrad gleichzeitig an zwei Orten gewesen und kurz darauf wäre ich gleichzeitig lebendig und tot gewesen. Wenn ich mich an zwei verschiedenen Orten in zwei parallelen Universen befinde, dann wird eine meiner Kopien überleben. Wenn man dieselben Überlegungen auf alle anderen Arten anwendet, wie ich in Zukunft sterben könnte, dann scheint es immer mindestens ein Paralleluniversum zu geben, in dem ich niemals sterbe. Da mein Bewusstsein nur dort existiert, wo ich lebe, bedeutet das, dass ich subjektiv unsterblich bin? Falls ja, werden Sie sich dann auch unsterblich fühlen? Wenn Sie ein beliebiges klassisches Lehrbuch der Quantenmechanik aufschlagen, werden Sie folgende Aussage sehen. Atome können sich gleichzeitig an mehreren Orten befinden, große Objekte hingegen nicht. Das ist doch irgendwie Unsinn, oder? Wir bestehen doch selbst aus Atomen. Wenn sie an verschiedenen Orten sein können, warum können wir das dann nicht? Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage klopfte Tegmark als Student bei einem Professor des Nobelkomitees an. 20 Minuten später kam er völlig verwirrt heraus. Erst nach ein paar Jahren verstand er, es lag nicht an seinem Unverständnis, sogar berühmte Physiker streiten hitzig darüber. Unser Universum gleicht einem gigantischen Baukasten. Alles darin, von Bergen bis zu Wasser, von Sternen bis zu Ihrem Smartphone, ist aus denselben Teilen zusammengebaut, aus 80 stabilen Atomen. Der Unterschied liegt nur darin, wie viele von jedem Teil man braucht und wie man sie anordnet. Zum Beispiel besteht Ihr Körper fast zu 2/3 aus Wasserstoff, der zusammen mit Sauerstoff Wasser bildet, das jede Zelle Ihres Organismus füllt. Kohlenstoff bildet die Grundlage für alle organischen Moleküle und Stickstoff und Calcium formen Proteine und Knochen, die es ihnen ermöglichen, zu denken und sich zu bewegen. Die Idee der Atome ist nicht neu. Schon Platon glaubte, dass die Welt aus 4 Arten von Bausteinen besteht, winzigen mathematischen Figuren. Feuer bestand aus spitzen Tetraedern, deshalb verursachte es Schmerzen mit seinen Ecken. Wasser floss dank der runden Form von Ikosaedern. Und die Erde war fest wegen der dichten Packung von Würfeln. Für die Entstehung der modernen Atomtheorie brauchte es 2 Jahrtausende. Heute können wir nicht nur Bilder einzelner Atome unter dem Mikroskop bekommen, sondern auch mit ihnen manipulieren. Und wir wissen, dass die Atome selbst keineswegs unteilbar sind. Sie gleichen ebenfalls miniaturisierten Baukästen. Atome bestehen aus nur 3 Arten kleinerer Teilchen: Protonen, Neutronen und Elektronen. Sie bilden eine Art miniaturisiertes Planetensystem. Elektronen kreisen um einen kompakten Atomkern, einen Klumpen aus Protonen und Neutronen. Wenn die Gravitation die Erde in der Nähe der Sonne hält, dann werden Elektronen von Protonen durch elektrische Wechselwirkung angezogen. Elektronen haben negative Ladung, Protonen positive und entgegengesetzte Ladungen ziehen sich an. Elektronen helfen Atomen, sich miteinander zu Molekülen zu verbinden. Wenn Atomkerne und Elektronen sich ohne Änderung ihrer Anzahl und ihres Typs umgruppieren, nennen wir das eine chemische Reaktion. Das kann schnell geschehen wie bei einem Waldbrand oder langsam wie beim Wachstum eines Baumes. Jahrhundertelang versuchten Alchemisten, ein Atom in ein anderes zu verwandeln. Meist versuchten sie Blei in Gold zu verwandeln und scheiterten, aber nicht, weil es unmöglich ist, sondern weil ihnen die Energie fehlte. Protonen in Kernen werden von einer unglaublich mächtigen Kraft zusammengehalten, der starken Kernkraft. Um sie zu überwinden, braucht man monströse Temperaturen, Millionen von Grad. Solche Temperaturen existieren in Sternen. Als das Universum jung und heiß war, gab es in ihm nur Wasserstoffatome. Aber beim Abkühlen begannen Protonen und Neutronen zusammenzukleben und bildeten schwerere Atome. Im Zentrum der Sonne ist es immer noch heiß genug, damit Wasserstoff zu Helium wird. Gewöhnliche Atome wie Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff sind relativ leicht zu bekommen. Sterne stoßen sie aus, wenn sie sterben. Gold hingegen entsteht nur bei Supernova-Explosionen. Das sind die seltensten Ereignisse, wenn ein sterbender Stern für einen Moment heller wird als das gesamte sichtbare Universum. Kein Wunder, dass das für Alchemisten zu schwierig war. Also bestehen Atome aus Protonen, Neutronen und Elektronen, aber was, wenn diese Teilchen auch aus etwas gemacht sind? Die Geschichte hat uns gelehrt, solche Fragen einfach zu beantworten.
Man muss diese Teilchen mit enormer Kraft zusammenstoßen lassen und schauen, ob sie zerfallen. Physiker haben das an allen großen Beschleunigern der Welt gemacht. Elektronen scheinen wirklich unteilbar zu sein. Selbst im CERN, wo wir sie fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt haben, konnten wir sie nicht spalten. Protonen und Neutronen hingegen erwiesen sich als zusammengesetzte Teilchen. Sie bestehen aus noch kleineren Teilchen, Quarks. In einem Proton leben 2 Up-Quarks und ein Down-Quark. In einem Neutron 2 Down-Quarks und ein Up-Quark. Bei mächtigen Kollisionen entdecken Wissenschaftler einen ganzen Zoo neuer Teilchen mit exotischen Namen. Pionen, Kaonen, Hyperonen. Die meisten von ihnen bestehen ebenfalls aus Quarks, nur anderen Typen. Strange, Charm, Bottom und Top Quarks. Es gibt auch besondere Teilchen, Träger der Naturkräfte. Photonen übertragen Licht- und Elektromagnetismus. W- und Z-Bosonen sind für Radioaktivität verantwortlich. Gluonen arbeiten als kosmischer Klebstoff und fügen Quarks zusammen, und das kürzlich entdeckte Higgs-Boson verleiht anderen Teilchen Masse. Es existieren auch geisterhafte Neutrinos. Sie interagieren kaum mit gewöhnlicher Materie. Ein Neutrino kann durch die ganze Erde fliegen, ohne sie überhaupt zu bemerken. Alle diese Teilchen haben ihren bösen Zwilling, ein Antiteilchen. Bei einer Begegnung annihilieren sie sich, vernichten sich gegenseitig und verwandeln sich in reine Energie. Nun, hier stoßen unsere Kenntnisse an die Grenzen der Möglichkeiten moderner Beschleuniger. Interessant ist, wie sich Teilchen ineinander verwandeln. Im Large Hadron Collider kann beim Zusammenstoß zweier Protonen ein Z-Boson entstehen, das 97 mal schwerer ist. Das scheint unmöglich, als würden 2 Ferraris zusammenstoßen und ein Kreuzfahrtschiff entstehen, aber Einstein erklärte, Energie kann sich nach der Formel E = mc² in Masse verwandeln. Bei einem ausreichend mächtigen Zusammenstoß wird ein Teil der Bewegungsenergie zu neuen Teilchen. Dasselbe geschieht mit dem Impuls und anderen physikalischen Größen, die immer erhalten bleiben. Über fundamentale Teilchen kann man überhaupt nicht als Teilchen denken, sondern als Sätze dieser erhaltenen Größen. Und hier entsteht eine interessante Frage. Woraus bestehen diese Quantenzahlen selbst? Die Antwort ist einfach. Aus nichts, das sind einfach Zahlen. Eine Katze hat auch Energie und Ladung, aber noch viele andere Eigenschaften, einen Namen, einen Geruch, einen Charakter. Elementarteilchen werden vollständig durch einen Satz von Zahlen beschrieben und scheinen keine anderen Eigenschaften zu haben. Letztendlich werden alle Teilchen durch einfache Zahlen beschrieben. Energie, Ladung, Spin. Sie haben keine anderen Eigenschaften außer mathematischen. Das führt uns zurück zu Platons Idee. Die fundamentalsten Bausteine des Universums sind rein mathematische Objekte. Mehr dazu sehen Sie im Video über Symmetrie. Die Natur gleicht einem mehrstufigen Baukasten. Beim Spielen mit gewöhnlichem Lego baut ein Kind einfach fertige Würfel um. Wenn es Atome umbauen würde, das wäre Chemie. Die Umgruppierung von Neutronen und Protonen, Kernphysik. Und das Zusammenstoßen von Teilchen bei nahezu Lichtgeschwindigkeit, Elementarteilchenphysik. Und es scheint, dass die Teile der tiefsten Ebene rein mathematische Objekte sind. Aber nicht nur Materie besteht aus Bausteinen, Licht auch. 1905 zeigte Einstein, dass Licht aus Teilchen besteht, Photonen. 40 Jahre zuvor entdeckte Maxwell, dass Licht schwingende elektromagnetische Wellen sind. Die Frequenz dieser Schwingungen bestimmt die Farbe und ihre Stärke der Helligkeit. Wir geben elektromagnetische Wellen verschiedene Namen je nach Frequenz: Radiowellen, Mikrowellen, Infrarotstrahlung, sichtbares Licht, Ultraviolett, Röntgenstrahlen und Gammastrahlung. All das sind Formen von Licht und alle bestehen aus Photonen. Einstein erkannte, die Energie eines Photons ist gleich seiner Frequenz multipliziert mit dem Planck'schen Wirkungsquantum. Diese Konstante ist sehr klein, deshalb enthält ein gewöhnliches Photon wenig Energie, aber eine Sekunde am Strand und 1 Trillion Photonen wärmt sie. Deshalb erscheint Licht kontinuierlich. Für diese Idee erhielt Einstein den Nobelpreis. Er erklärte, warum die Fähigkeit des Lichts, Elektronen aus Metall herauszuschlagen, von der Frequenz und nicht von der Intensität abhängt. Niederfrequente Photonen haben einfach nicht genug Energie für diese Arbeit. Nach diesem Prinzip funktionieren Solarzellen und Sensoren von Digitalkameras. Planck erhielt ebenfalls den Nobelpreis für die Lösung eines anderen Rätsels.
Physiker konnten nicht erklären, warum erhitzte Körper nicht unendlich viel Energie bei hohen Frequenzen ausstrahlen. Die Antwort war einfach. Licht kann nur in einzelnen Photonen ausgestrahlt werden und um ein hochfrequentes Photon zu erzeugen, braucht man viel Energie. Genau deshalb erblinden wir nicht durch Gammastrahlung jedes warmen Gegenstands. Wenn alles aus Teilchen besteht, welchen Gesetzen gehorchen sie? Wenn wir wissen, was alle Teilchen im Universum gerade tun, können wir dann ihr Verhalten in der Zukunft vorhersagen? Wenn solche Gleichungen existieren, dann könnten wir alles vorhersagen, von der Bahn eines Balls bis zu den Gewinnern zukünftiger Olympischer Spiele. Und ich habe gute Nachrichten für Sie, eine solche Gleichung gibt es. Das ist die Schrödinger-Gleichung, aber sie sagt nicht genau vorher, wie sich Teilchen verhalten werden. Selbst fast 100 Jahre nach ihrer Entdeckung streiten Physiker über ihre Bedeutung. Alle sind sich in einem einig: mikroskopische Teilchen gehorchen nicht den klassischen Gesetzen, die wir in der Schule lernen. Da ein Atom einem Planetensystem ähnelt, ist es natürlich anzunehmen, dass Elektronen nach Newtons Gesetzen um den Kern kreisen wie Planeten um die Sonne. Wenn man die Berechnung für ein Wasserstoffatom macht, ergibt sich, dass ein Elektron ungefähr mit derselben Geschwindigkeit rotiert, die im Labor gemessen wurde. Ein echter Triumph, aber es gibt ein Problem. Nach der klassischen Physik müsste ein rotierendes Elektron Energie ausstrahlen und in einem Milliardstel einer Sekunde auf den Kern fallen. Die Realität ist offensichtlich anders. Wasserstoffatome existieren seit Milliarden von Jahren. Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis betrug 28 Größenordnungen. Das war die schlechteste Vorhersage in der Geschichte der Physik. Bis dieser Antirekord von der Berechnung der dunklen Energie geschlagen wurde, die sich um 123 Größenordnungen irrte. Es wurde klar, in der Mikrowelt gelten ganz andere Gesetze. Die klassische Physik, die die Bewegung von Planeten und Bällen wunderbar beschreibt, erwies sich in der Welt der Atome als machtlos. Die Natur hatte neue Spielregeln für uns vorbereitet, die Quantenmechanik, beschrieben durch die Schrödinger-Gleichung. 1913 schlug Niels Bohr eine revolutionäre Idee vor. Was wäre, wenn die Bewegung des Elektrons im Atom nicht glatt, sondern sprunghaft erfolgt, wie in den alten Filmen von Charlie Chaplin? Er vermutete, dass das Elektron sich nur auf besonderen Bahnen bewegen kann. Diese einfache Idee löste das Rätsel des instabilen Atoms. Das Elektron konnte nicht mehr auf den Kern fallen, denn wenn es sich auf der innersten Bahn befindet, gibt es keine kleinere Bahn, auf die es fallen könnte. Wenn das Elektron von einer hohen Bahn auf eine niedrige sprang, strahlte es ein Lichtphoton aus und um höher zu steigen, musste es ein Photon mit passender Energie absorbieren. Bohrs Modell erklärte brillant die rätselhaften dunklen Linien im Spektrum des Sonnenlichts. Jeder Atomtyp konnte Licht nur bestimmter Farben aussenden und absorbieren, wie ein einzigartiger Lichtfingerabdruck. Für das Wasserstoffatom ergaben die Berechnungen eine perfekte Übereinstimmung mit dem Experiment. Bohr erhielt dafür den Nobelpreis, aber sein Modell funktionierte nur für das Wasserstoffatom und konnte das Verhalten komplexerer Atome nicht erklären. Louis de Broglie ging weiter und schlug eine kühne Erklärung vor: Elektronen sind Wellen. Wie Schallwellen in einer Musikflöte nur bestimmte Töne erklingen lassen können, so können Elektronenwellen im Atom nur auf bestimmten Bahnen existieren. Das erklärte auch, warum das Atom nicht kollabieren kann. Wenn man versucht, eine Welle in einen sehr kleinen Raum zu pressen, beginnt sie sofort, sich zur Seite auszubreiten. Als Erwin Schrödinger den Dissertationsvertrag von de Broglie hörte, machte er sich daran, eine Wellengleichung für diese Teilchenwellen abzuleiten. So öffnete er die Tür zur modernen Physik. Auf dem neuen mathematischen Fundament erlebte die Quantentheorie ein explosives Wachstum. In wenigen Jahren gelang es, viele Rätsel zu erklären. Die Quantenphysik schenkte uns Laser, Transistoren, Computer und Smartphones. Die Schrödinger-Gleichung ist ein erstaunliches Beispiel wissenschaftlicher Datenkompression. Stellen Sie sich vor, mehr als 20.000 Spektrallinien, sorgfältig in Laboren auf der ganzen Welt gemessen, lassen sich mit nur 3 Zahlen beschreiben. Das ist, als würde sich ein ganzes Buch auf einen einzigen Satz reduzieren. In der klassischen Physik ist alles einfach. Um die Bewegung eines Planeten zu beschreiben, genügt es, seine Position und Geschwindigkeit zu kennen, aber in der Quantenwelt kann ein Teilchen an vielen Orten gleichzeitig sein. Statt einer genauen Position haben wir eine Wahrscheinlichkeitswolke, die Wellenfunktion, die zeigt, wo das Teilchen entdeckt werden kann.
Nehmen wir ein Elektron im Wasserstoffatom. Es rotiert nicht auf einer Bahn wie ein Planet, sondern existiert überall um den Kern herum gleichzeitig. Nur ist es wahrscheinlicher, es an manchen Stellen zu finden als an anderen. Das sind keine gewöhnlichen Wellen wie in einem See. In Wasserwellen schwingt das Wasser selbst. Hier schwingt die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an diesem oder jenem Ort zu finden. Physiker nennen das Quantensuperposition. Die Fähigkeit eines Teilchens, sich gleichzeitig an mehreren Orten zu befinden. Aber hier entsteht ein Rätsel. Warum sehen wir niemals eine Katze gleichzeitig an verschiedenen Orten? Schließlich besteht eine Katze aus Atomen und Atome können in Superposition sein. Bohr und Heisenberg schlugen eine radikale Lösung vor, bekannt als Kopenhagener Interpretation. Ihrer Meinung nach kollabiert die Wellenfunktion eines Quantensystems augenblicklich, wenn wir es beobachten, und das Teilchen befindet sich an einem konkreten Ort. Diese Erklärung gefiel vielen nicht, zum Beispiel Einstein. Gott würfelt nicht, sagte er und wollte nicht akzeptieren, dass Zufall in die Natur der Realität selbst eingebaut ist. Ihn beunruhigte auch, dass der Beobachter eine so wichtige Rolle spielt. Die Schöpfer der Quantentheorie hielten die Messung für realer als die Wellenfunktion und man kann ihnen das nicht vorwerfen. Schließlich ist die Messung das, was wir wirklich beobachten. Die Kopenhagener Interpretation erzeugte mehr Fragen als Antworten. Was gilt als Beobachtung? Braucht man dafür einen Menschen oder reicht eine Kamera? Was ist die genaue Mathematik des Prozesses des Kollabierens der Wellenfunktion? Der Physiker Roger Penrose bemerkte, dass es mehr Meinungen über die Quantenmechanik gibt als Physiker selbst. Einige schaffen es, mehrere widersprüchliche Ansichten gleichzeitig zu vertreten. Wie Schrödinger selbst bemerkte, wenn Atome in Superposition sein können, warum sollten dann nicht auch die aus ihnen zusammengesetzten größeren Objekte dasselbe tun? Um dieses Rätsel zu erforschen, erdachte er das berühmte Gedankenexperiment. Stellen Sie sich eine Katze in einer verschlossenen Kiste vor mit einem radioaktiven Atom und einem Geigerzähler, der bei Auslösung giftiges Gas freisetzt. Das Wesen des Experiments besteht darin, den Zustand eines mikroskopischen Atoms mit etwas Größerem und Greifbarem zu verknüpfen. Wenn das Atom zerfällt, erkennt der Detektor die Strahlung, setzt Gas frei und die Katze stirbt. Wenn es nicht zerfällt, lebt sie. Gemäß der Quantenmechanik befindet sich das Atom die meiste Zeit in Superposition, im zerfallenen und nicht zerfallenen Zustand gleichzeitig. Aufgrund der Verschränkung breitet sich diese Superposition auf den Detektor und die Katze aus. Nach einiger Zeit befindet sich die Wellenfunktion des gesamten Kisteninhalts in Superposition. In einem Zustand ist das Atom nicht zerfallen, das Gas im Reagenzglas und die Katze lebendig. Im anderen Zustand ist der Zerfall eingetreten, das Gas hat die Kiste gefüllt und die Katze ist tot. Es ergibt sich, dass das Tier gleichzeitig lebendig und tot ist. Beim Öffnen der Kiste führen wir eine Messung durch, die Wellenfunktion kollabiert und die Katze ist entweder lebendig oder tot. Heute wird dieses Experiment erwähnt, um die Merkwürdigkeit der Quantenmechanik zu zeigen, aber Schrödingers Absicht war nicht diese. Er wollte demonstrieren, dass ein solches Verständnis der Quantenmechanik absurd ist. Schauen wir uns die 3 Komponenten dieses Experiments genau an: Superposition, Verschränkung und Messung. Schaffen sie Probleme? Superposition bedeutet, dass quantenmechanische Objekte sich gleichzeitig in 2 Zuständen befinden können. Das demonstriert Thomas Youngs berühmtes Experiment. Elektronen, die durch einen Doppelspalt fliegen, erzeugen ein Interferenzmuster. Das Elektron geht gleichzeitig durch beide Spalte. Bei Wellen ist es leichter zu verstehen, eine Welle ist kein Punkt und es ist verständlich, wie Höchst- und Tiefstwerte verschiedener Wellen Interferenz erzeugen. Also ist mit der Superposition alles in Ordnung. Gehen wir weiter. Die zweite Komponente des Experiments ist die Verschränkung. Stellen Sie sich 2 Elektronen vor, die aufeinander zufliegen mit gleicher Geschwindigkeit. Wir wissen, dass sie abprallen werden, aber wissen nicht, in welche Richtung. Ihre Bahnen werden durch Wellenfunktionen beschrieben, die nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Aber sobald wir den Impuls eines Elektrons messen, erfahren wir augenblicklich den Impuls des zweiten. Er ist immer gleich groß und entgegengesetzt gerichtet. Das ist notwendig für die Erhaltung des Gesamtimpulses. Das Erstaunliche ist Folgendes: Vor der Messung befanden sich die Impulse beider Elektronen in Superposition. Die Messung des ersten Elektrons bestimmt augenblicklich den Zustand des zweiten, selbst wenn zwischen ihnen eine Entfernung von Lichtjahren liegt. Das nennt man Quantenverschränkung.
Das Wesen der Verschränkung liegt darin, dass nach der Wechselwirkung die Elektronen keine eigenen Wellenfunktionen mehr haben. Ihr Zustand wird durch eine gemeinsame Funktion beschrieben, deshalb beeinflusst die Messung des einen augenblicklich den anderen. Wenn man diesen Gedanken weiterführt, ergibt sich, dass nur eine Wellenfunktion existiert, die den Zustand des gesamten Universums beschreibt. Wenn wir von separaten Wellenfunktionen sprechen, müssen wir uns daran erinnern, dass Verschränkung im Moment der Wechselwirkung auftritt. Also ist mit Superposition und Verschränkung alles klar. Sie sind fundamentale Bestandteile der Quantentheorie. Es bleibt, die Messung zu verstehen. Ist es nicht merkwürdig, dass ein und dasselbe Quantensystem verschiedenen Gesetzen gehorcht, je nachdem, ob jemand es beobachtet oder nicht? Wenn man tiefer gräbt, ist jede Messung einfach eine Wechselwirkung quantenmechanischer Systeme. Elektronen wechselwirken mit Photonen, Photonen mit dem Detektor. Wir wissen, wie das geschieht. Ihre Wellenfunktionen entwickeln sich gemäß der Schrödinger-Gleichung. Wozu brauchen wir also besondere Regeln für Messungen? Wenn man sie aus Schrödingers Experiment entfernt, ergibt sich, dass die Superposition des zerfallenen und nicht zerfallenen radioaktiven Atoms sich mit dem Detektor verschränkt und folglich mit der Katze selbst. Vergessen Sie nicht, dass Menschen auch aus Atomen und Elektronen bestehen und daher quantenmechanischen Gesetzen gehorchen. Wenn wir die Kiste öffnen, ist kein Kollaps der Wellenfunktion nötig, wir verschränken uns einfach mit ihrem Inhalt. Wir sehen die Katze entweder lebendig oder tot. Wie ist das möglich, wenn sie sich in Superposition befindet? Hat schon jemand eine Katze gleichzeitig lebendig und tot gesehen? Das Geheimnis liegt darin, dass Sie vor der Kiste mit der lebenden Katze und Sie vor der Kiste mit der toten Katze zwei verschiedene Versionen von Ihnen in verschiedenen Realitäten sind, die sich niemals kreuzen werden. Aber woher kommen diese verschiedenen Welten? Alles liegt an den Teilchen um uns herum. Luftmolekülen, Photonen und anderen. Nichts hindert ein Teilchen in Superposition daran, sich mit der Umgebung zu verschränken. Das nennt man Dekohärenz. Das Universum verzweigt sich gleichsam und erschafft praktisch identische Realitäten. In Schrödingers Experiment geht das Atom in die Superposition zerfallen, nicht zerfallen über. Der Detektor verschränkt sich mit dem Atom. Mit dem Detektor stoßen ständig Teilchen der Umgebung zusammen, die je nach seinem Zustand unterschiedlich reagieren. Infolge der Dekohärenz teilt sich die Wellenfunktion. In diesem Moment entstehen zwei identische Versionen von ihnen. Eine für jeden Ausgang des Experiments. Bis zum Öffnen der Kiste sind sie völlig gleich. Wenn Sie hineinschauen, entdecken Sie entweder eine lebende oder eine tote Katze, aber das andere Ergebnis geschieht auch. Es sieht nur eine andere Version von Ihnen. Das ist die Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik, formuliert von Hugh Everett. Wenn er recht hat, geschehen solche Verzweigungen der Realität mit einer Häufigkeit, die gegen Unendlichkeit streben kann. In Ihrem Körper ereignen sich jede Sekunde 5000 radioaktive Zerfälle. Ja, wir sind radioaktiv. Jeder Zerfall geschieht entweder oder nicht und erzeugt eine Superposition. Wenn der Zerfall geschieht, wechselwirkt der Atomkern mit der Umgebung und wird verschränkt. Das Universum verzweigt sich. Die ständige Entstehung paralleler Welten klingt merkwürdig, aber das folgt natürlich aus der Mathematik. Die Viele-Welten-Interpretation erscheint klarer als die Kopenhagener. Es existieren nur Wellenfunktionen und die Schrödinger-Gleichung, der sie gehorchen. Die Quantenmechanik wird logischer ohne das Postulat des Kollapses. Es gibt nur kontinuierliche Evolution nach der Schrödinger-Gleichung. Keine verschiedenen Regeln für Beobachtung und Nichtbeobachtung. Möglicherweise haben die ersten Erforscher der Quantentheorie alles verwechselt und Wellenfunktionen schaffen ein vollständigeres Bild der Realität als Messergebnisse, die nur ein Fragment davon zeigen. In diesem Weltbild wird das Universum wieder deterministisch und alles geschieht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit. Wir bemerken es nur nicht, weil wir nur einen winzigen Teil des Multiversums sehen, aber die Mathematik sagt, es existiert viel mehr. Kehren wir zu Max Tegmarks Erinnerungen zurück, als er mit dem Fahrrad fuhr. Ein Atom in seinem Gehirn, das sich in zwei Zuständen gleichzeitig befand, konnte ihn dazu bringen, gleichzeitig zwei verschiedene Entscheidungen zu treffen. Nach rechts schauen und nicht schauen. In einer Realität überlebte er, in der anderen nicht. Ob ein bestimmtes Neuron zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert wird, hängt davon ab, ob die Summe seiner Eingangssignale eine bestimmte Schwelle überschreitet. Und das kann das neuronale Netzwerk extrem instabil machen.
ähnlich dem Wetter oder einem vertikal aufgestellten Bleistift. Ich fuhr Fahrrad und entschied, ob ich nach rechts schauen sollte. Stellen Sie sich vor, dass meine spontane Entscheidung, die es mir ermöglichte zu überleben, davon abhing, ob nur ein einziges Calciumatom in eine spezifische synaptische Verbindung meines präfrontalen Kortex gelangte und ein bestimmtes Neuron dazu brachte, ein elektrisches Signal auszusenden, das eine ganze Kaskade von Aktionen anderer Neuronen im Gehirn auslöste, unter der allgemeinen Bezeichnung „Lass uns schauen“. Und wenn sich dieses Calciumatom gleichzeitig an 2 Orten befunden hätte, dann hätten eine halbe Sekunde später meine Augen gleichzeitig in 2 Richtungen geschaut und der Körper wäre gleichzeitig an 2 Orten gewesen, von denen einer das Leichenschauhaus gewesen wäre. Das wäre meine eigene Version des Experiments mit Schrödingers Katze gewesen, bei dem ich die Rolle der Katze gespielt hätte. Mich quälte eine einfache Frage: Wenn Teilchen sich an mehreren Orten gleichzeitig befinden können, warum sehen wir das nicht? Die Antwort fand ich in einer alten Dissertation von Hugh Everett, gekauft in einem Buchladen, der anarchistische Literatur verkaufte. Seine Idee erwies sich als erstaunlich einfach. Die Wellenfunktion kollabiert niemals. Niemals. Stellen Sie sich ein Experiment vor. Sie stellen eine Spielkarte auf die Kante und schließen die Augen. Nach den Gesetzen der Quantenmechanik fällt die Karte nach einer Sekunde gleichzeitig in beide Richtungen, sowohl mit dem Gesicht nach oben als auch nach unten. Wenn Sie die Augen öffnen, geschieht etwas Erstaunliches. Ihr Bewusstsein teilt sich ebenfalls. In einer Realität sehen Sie die Karte mit dem Gesicht nach oben und freuen sich, in der anderen mit dem Gesicht nach unten und sind traurig. Diese 2 Versionen von Ihnen existieren gleichzeitig, aber wissen nichts voneinander. Jede hält sich für die einzig reale. Eine solche Teilung geschieht ständig, bei jedem Quantenereignis. Wenn kosmische Strahlung eine Mutation verursacht oder nicht verursacht, wenn Wetterbedingungen zu einem Hurrikan führen oder nicht führen, wenn sie diese oder jene Entscheidung treffen. Die Geschichte verzweigt sich ständig und erschafft unzählige parallele Universen. Es gibt mehr davon als Sandkörner in unserem gesamten Universum. In jedem von ihnen spielt sich seine Version der Ereignisse ab. Jede mögliche Geschichte, die die Gesetze der Physik nicht verletzt. Diese Entdeckung erschütterte mich. Im Mai 1999, während ich die Geburt meines ersten Kindes erwartete, quälten mich seltsame Gedanken. Ich wusste, dass in einigen Universen die Geburt erfolgreich verlaufen würde, in anderen nicht. Worauf hoffte ich dann? Schließlich würde ich mich gleichzeitig in all diesen Realitäten befinden. Auf einen guten Ausgang in der Mehrheit der Universen zu hoffen, war ebenfalls sinnlos. Dieser Anteil ist bereits durch Quantengesetze vorbestimmt. Vielleicht kommen unsere Emotionen mit der Quantenmechanik nicht mit? Wie Everett bemerkte, spüren wir nicht, dass wir uns mit 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne drehen. Genauso wenig empfinden wir die ständige Verzweigung der Realität. Wenn Everett recht hat und die Wellenfunktion niemals kollabiert, sondern sich nur verzweigt, woher kommt dann die Zufälligkeit in Quantenexperimenten? Stellen Sie sich vor, Sie werfen eine Münze. Gemäß der Quantenmechanik fällt die Münze gleichzeitig sowohl mit Kopf nach oben als auch nach unten und erzeugt eine Superposition zweier Welten. In einer Welt sehen Sie die Münze mit Kopf nach oben, in der anderen mit Zahl, aber jede Ihrer Kopien sieht nur ein bestimmtes Ergebnis. Wenn Sie die Münze 4-mal werfen, erhalten Sie 16 mögliche Ausgänge. In den meisten Fällen fällt etwa die Hälfte der Münzen mit Kopf nach oben. Nur in 2 von 16 Ausgängen ergeben alle 4 Würfe dasselbe Ergebnis. Bei Erhöhung der Anzahl der Würfe wird das Bild interessanter. Der Mathematiker Émile Borel bewies, dass wenn man eine Münze unendlich oft wirft, fast in allen Zweigen der Realität die Münze genau in 50% der Fälle mit Kopf nach oben fällt. Das bedeutet, dass fast alle ihre Kopien in parallelen Welten eine Sequenz beobachten werden, die zufällig aussieht, obwohl die Schrödinger-Gleichung, die die Wellenfunktion steuert, vollständig deterministisch ist. Wenn man die Ergebnisse als 1 und 0 notiert, wird die erhaltene Sequenz wie eine zufällige Zahlenfolge aussehen. Borels Theorem besagt, dass nicht nur das Verhältnis von Kopf und Zahl etwa 50-50 sein wird, sondern die Sequenz auch zufällig aussehen wird, ohne sich wiederholende Muster. Interessant ist, dass diese Illusion der Zufälligkeit nicht einzigartig für die Quantenmechanik ist. Stellen Sie sich vor, dass Zukunftstechnologien es erlauben würden, sie im Schlaf zu klonen und die Kopien in Räume mit den Nummern 0 und 1 zu setzen. Wenn Ihre Kopien aufwachen, wird beiden die Nummer Ihres Raums völlig zufällig und unvorhersagbar erscheinen.
Wenn man ein solches Klonen mehrfach wiederholt, wird fast in allen Fällen die Sequenz der Raumnummern zufällig aussehen. Der Punkt ist, dass sie den Klonungsprozess jedes Mal subjektiv als Zufall wahrnehmen. Die Quantenmechanik erscheint uns zufällig, obwohl die Wellenfunktion selbst sich nach strengen Regeln entwickelt. Warum ist das so? Der Grund liegt darin, dass die Schrödinger-Gleichung beschreibt, wie ein einziges Sie sich in viele Versionen ihrer selbst in verschiedenen Universen verwandelt. Das ähnelt dem Klonen in unserem Beispiel. Sie sind einer, aber nach einem Quantenereignis werden sie zu mehreren Kopien, von denen jede nur ihr Ergebnis sieht und es für zufällig hält. Hugh Everetts Arbeit bleibt umstritten, aber ich bin sicher, er hatte recht und die Wellenfunktion kollabiert niemals. Eines Tages wird man ihn als Genie anerkennen, gleich Newton und Einstein, zumindest in der Mehrheit der parallelen Universen. In unserem Universum ignorierte man seine Theorie jahrzehntelang, er gab die Physik auf, zog sich zurück, begann viel zu trinken und zu rauchen und starb 1982 an einem Herzinfarkt. In unserem Universum nahm man ihn nicht sofort an der Physikfakultät von Princeton auf und wegen Zeitmangels blieb die Dissertation seine einzige Arbeit. In anderen Universen nahm man ihn wahrscheinlich sofort auf und er schaffte es, Anerkennung in traditionellen Bereichen der Wissenschaft zu erlangen. Das hätte der Beginn einer Laufbahn wie der von Einstein sein können. Auch die spezielle Relativitätstheorie wurde mit Misstrauen aufgenommen, besonders angesichts der Tatsache, dass sie nicht von einem Vertreter der akademischen Gemeinschaft, sondern von einem Angestellten des Patentamts vorgebracht wurde. Aber man konnte sie nicht ignorieren, da Einstein sich bereits durch andere Entdeckungen einen Namen gemacht hatte. So wie Einstein, nachdem er in die akademische Welt eingetreten war, die allgemeine Relativitätstheorie entdecken konnte, machte Everett, nachdem er eine Professorenstelle erhalten hatte, neue Durchbrüche, die ebenso bemerkenswert waren wie der erste. Wie gerne würde ich wissen, was genau er entdeckte. Wir sind endlich zur Antwort auf unsere Hauptfrage gelangt. Warum sehen wir Gegenstände nicht gleichzeitig an zwei Orten? Die Antwort erwies sich als unerwartet. Die Quantenmechanik erfordert Geheimhaltung. Ein Objekt kann sich gleichzeitig an zwei Orten befinden, nur solange diese Information für den Rest der Welt geheim bleibt. Sobald das Geheimnis gelüftet wird, selbst wenn es nur ein einziges Teilchen erfährt, verschwindet die Superposition. Stellen Sie sich vor, was geschieht, wenn ein einziges Lichtphoton von einem Objekt reflektiert wird, das sich gleichzeitig an zwei Orten befindet. Nach einer Nanosekunde befindet sich dieses Photon selbst an zwei verschiedenen Positionen und trägt Informationen darüber, wo sich das Objekt befand. Die Information über es hört auf, geheim zu sein. Deshalb sehen wir niemals Makroobjekte gleichzeitig an zwei Orten. Nicht, weil sie groß sind, sondern weil sie schwer zu isolieren sind. Eine Bowlingkugel stößt jede Sekunde mit Billionen mal Billionen Photonen und Molekülen zusammen. Ihre Superposition wird schneller zerstört, als wir blinzeln können. Ein einsames Elektron im Vakuum hingegen kann etwa eine Sekunde ohne Zusammenstöße mit anderen Teilchen existieren. Das reicht mehr als aus, um seine Quanteneigenschaften zu sehen. Innerhalb eines Atoms macht ein Elektron eine vollständige Umdrehung in einem Billionstel einer Sekunde, deshalb kann es leicht gleichzeitig von allen Seiten des Kerns sein. Zur Zerstörung der Quantensuperposition braucht man keinen menschlichen Beobachter oder irgendein Bewusstsein. Ein einziges Teilchen reicht, das das Geheimnis erfährt. Die Quantenwelt verschwindet nicht, weil wir sie anschauen, sondern weil es unmöglich ist, sie anzuschauen, ohne ihr Geheimnis zu zerstören. Die Natur erwies sich als tiefer und interessanter, als wir dachten. Parallele Realitäten existieren, aber sie bleiben für immer getrennt. Sobald Informationen über sie der umgebenden Welt zugänglich werden, verlieren sie die Fähigkeit, einander zu beeinflussen. Die Quantenwelt verschwindet nicht, sie hütet nur sehr gut ihre Geheimnisse. In den letzten Jahren beobachtet man einen Aufschwung des Interesses an Quantencomputern. Sie könnten Quanteneffekte zur beschleunigten Lösung einiger Aufgaben nutzen, zum Beispiel zur Entschlüsselung von Codes, die ihre Bankkarte schützen. Moderne Computer bräuchten dafür mehr Zeit als das Alter des Universums. Ein Quantencomputer würde es in Minuten schaffen. Wie der Pionier der Quantenberechnung David Deutsch sagt, Quantencomputer verteilen Informationen über eine riesige Anzahl von Versionen ihrer selbst im Multiversum. Faktisch nutzen sie parallele Universen als Berechnungsressource. Aber eine solche Maschine zu bauen ist unglaublich schwierig. Das Hauptproblem ist die Isolierung der Quanteninformationen von der umgebenden Welt,
damit Dekohärenz die Quantensuperpositionen nicht zerstört. Moderne Quantencomputer können nur wenige Qubits an Informationen speichern, während ihr Smartphone Milliarden Bits speichert. Im Jahr 2000 entbrannte ein interessanter Streit. Der berühmte Physiker Roger Penrose stellte eine kühne Idee vor. Was wäre, wenn unser Gehirn ein Quantencomputer ist? Ein gewöhnlicher Computer arbeitet mit Informationsbits, Nullen und Einsen. Ein Quantencomputer kann Bits in Superposition halten, im Zustand 0 und 1 gleichzeitig. Im Wesentlichen verteilt er Berechnungen auf viele parallele Universen und erhält die Antwort schneller, als das in unserer klassischen Welt möglich ist. Das Problem ist, dass Quantenzustände sehr zerbrechlich sind. Selbst die besten Labore der Welt können nur wenige Quantenbits halten und dafür braucht man ein tiefes Vakuum und Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt. Und wie ist es mit dem warmen und feuchten Gehirn? Max Tegmark entschied, das mathematisch zu überprüfen. Er wendete Dekohärenzformeln auf Neuronen an. Das sind Nervenzellen, die elektrische Signale im Gehirn übertragen, indem sie geladene Natrium- und Kaliumatome bewegen. Wenn ein Neuron aktiviert wird, bewegen sich etwa 1 Million Natriumatome ins Zellinnere. Wenn das Gehirn wirklich ein Quantencomputer ist, dann müsste sich das Neuron in Superposition aktiver und inaktiver Zustände befinden. 1 Million Natriumatome müssten gleichzeitig innerhalb und außerhalb der Zelle sein, aber ein Quantencomputer funktioniert nur, solange sein Zustand für die Außenwelt geheim bleibt. Wie lange kann ein Neuron seinen Zustand geheim halten? Die Berechnungen ergaben ein interessantes Ergebnis. Die Quantensuperposition im Neuron wird in winzigen Bruchteilen einer Sekunde zerstört. Das ist die Zeit, in der ein zufälliges Wassermolekül mit einem der Natriumatome zusammenstößt und seine Position misst, wodurch die Superposition zerstört wird. Es stellt sich heraus, dass wenn Ihr Gehirn als Quantencomputer funktionierte, Sie mit einer Geschwindigkeit von 10 Billionen Gedanken pro Sekunde denken müssten. Es wäre ein Glück, einen Quantencomputer in unserem Kopf zu entdecken, aber die Zahlen sagen etwas anderes. Man kann keinen Quantencomputer an einem warmen, feuchten Ort bauen, wo Informationen ständig in die Umgebung auslaufen. Einmal kam Max Tegmark die Idee des Quantensuizids. Er dachte lange darüber nach, ob ein Experiment möglich sei, das die Realität der averagen parallelen Universen beweist, und schließlich erdachte er ein solches. Stellen Sie sich ein Quantenmaschinengewehr vor, das je nach Ausgang einer Quantenmessung schießt. Es bringt ein Teilchen in Superposition zweier gleich wahrscheinlicher Zustände und misst dann. Wenn sich das Teilchen im ersten Zustand befindet, schießt das Maschinengewehr, wenn im zweiten, klickt es. Nehmen wir an, das Maschinengewehr funktioniert einmal pro Sekunde. Unabhängig vom Glauben an parallele Universen werden Sie eine zufällige Sequenz hören. Und jetzt der extreme Schritt. Sie halten den Kopf hin und warten. Was wird geschehen? Das hängt davon ab, ob die averagen Universen real sind. Wenn nicht, dann hat jede Messung nur einen Ausgang. Sie werden 1, 2 Klicks hören, dann einen Schuss und das war's. Die Wahrscheinlichkeit, 1 Minute zu überleben, ist geringer als ein Quintillionstel. Wenn aber parallele Universen real sind, dann existieren nach jeder Messung 2 Universen. In einem sind sie lebendig, im anderen tot. Aber Bewusstsein kann nur die lebende Version haben. Das bedeutet, Sie werden nur Klick, 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 Klick hören. Nach 10 Klicks können Sie den Kollaps der Wellenfunktion mit 99,9%iger Sicherheit ausschließen. Um die Funktionstüchtigkeit des Maschinengewehrs zu prüfen, nehmen Sie den Kopf weg und sehen, dass Schüsse und Klicks wieder abwechseln. Es gibt jedoch eine Feinheit. Wenn Sie einen Freund bitten zu beobachten, wird er sehen, dass Sie schnell sterben, denn er bleibt in allen Universen am Leben, nicht nur in denen, wo Sie überleben. Das Einzige, wovon er sich überzeugt, dass Sie verrückt sind. Viele Physiker wären froh, wenn ihnen auf dem Sterbebett ein allwissender Djinn die Antwort auf jede physikalische Frage gäbe. Aber was wäre, wenn der Djinn verböte, anderen davon zu erzählen? Vielleicht liegt die größte Ironie der Quantenmechanik darin, dass, wenn Everett recht hat, sie sich mit Hilfe des Quantensuizids persönlich von der Existenz paralleler Universen überzeugen könnten. Aber niemand anderen könnten sie überzeugen. Natürlich könnten Sie das Experiment kollektiv durchführen, indem Sie den Quantenauslöser nicht an ein Maschinengewehr, sondern an eine Atombombe anschließen. Dann befänden Sie sich in den Universen, wo alle Ihre Freunde entweder tot oder lebendig sind, aber danach blieben Sie wohl kaum Ihre Freunde. Are you crazy? Is that your problem?
Wenn man alle potenziell tödlichen Ereignisse im Leben als Experimente mit Quantensuizid betrachtet, ergibt sich dann nicht, dass sie Unsterblichkeit erwarten sollten? Die Antwort kann man auf einfache Weise erhalten. Einfach warten und sehen. Wenn sie eines Tages nach unglaublichen Zufällen der älteste Mensch auf der Erde werden, dann ist das wahrscheinlich so. Aber erwarten Sie nicht, dass die Menschen um Sie herum ebenfalls unglaublich alt werden. Wie beim Experiment mit dem Quantensuizid werden nur Sie in den Zweigen der Realität am Leben bleiben, wo Sie überlebt haben. Das Gedankenexperiment mit Quantenselbstmord ist dem Experiment mit Schrödingers Katze sehr ähnlich. Man muss nur den Beobachter selbst in die Kiste setzen, nur derjenige, dessen Leben von Quantenunbestimmtheit abhängt, kann zwischen den Interpretationen der Quantenmechanik unterscheiden. Nach der Kopenhagener Interpretation beträgt nach dem ersten Test die Überlebenswahrscheinlichkeit 50%. Nach jedem folgenden Test halbiert sie sich. Nach einer ausreichenden Anzahl von Versuchen wird die Überlebenswahrscheinlichkeit praktisch 0. Aber in Everetts Viele-Welten-Interpretation ist das Bild anders. Nach jedem Test verzweigt sich die Realität. In einer Version stirbt der Experimentierende, in der anderen überlebt er. Und da nur ein lebender Beobachter das Geschehen bewusst wahrnehmen kann, wird er sich immer in dem Zweig der Realität befinden, wo er überlebt hat. Das ist Quantenunsterblichkeit. Max Tegmark, der dieses Gedankenexperiment vorschlug, präzisierte jedoch 3 wichtige Bedingungen. Für den Erfolg der Quantenunsterblichkeit ist deren strikte Einhaltung nötig. Erstens, die Quelle der Zufälligkeit muss quantenmechanisch und nicht klassisch sein, damit sie sich wirklich in Superposition von lebendig und tot befinden. Zweitens, der Tod muss schneller eintreten, als Sie den Ausgang bewusst wahrnehmen können, sonst erhalten Sie einfach eine sehr unglückliche Version Ihrer selbst, die vom unvermeidlichen Tod weiß. Drittens, das Experiment muss Sie garantiert töten, nicht nur verletzen. 2001 hielt der Philosoph David Lewis eine Vorlesung mit dem faszinierenden Titel »Wie viele Leben hat Schrödingers Katze?« Das war sein erster und letzter Auftritt zur Quantenmechanik. 4 Monate später starb Lewis. In dieser posthum veröffentlichten Vorlesung teilte er eine beunruhigende Idee mit. Wenn die Viele-Welten-Interpretation richtig ist, dann muss sich der Beobachter immer in den Zweigen der Realität befinden, wo er überlebt, und da alle Todesursachen letztendlich quantenmechanischer Natur sind, muss der Beobachter subjektiv mit Sicherheit ewiges Überleben erwarten, trotz aller Gefahren. Ein solches garantiertes Überleben bedeutet jedoch nicht gute Gesundheit und Wohlbefinden. Nach Lewis' Meinung würde ein solches Überleben zu unendlichem Körperverfall führen, wie im altgriechischen Mythos von Tithonus, ewig alternd, aber unfähig zu sterben. Max Tegmark stimmte dieser düsteren Prognose nicht zu. Das Problem ist, dass der reale Tod fast niemals die 3 genannten Bedingungen erfüllt. Der Tod ist kein binäres Ereignis, sondern ein allmählicher Prozess des Bewusstseinsverfalls. Wenn Sie an Krankheit oder sogar einem Herzinfarkt sterben, erlischt Ihr Bewusstsein allmählich. Neuronen schalten nicht alle gleichzeitig ab. Ihr Selbstbewusstsein verwischt und löst sich auf. Es gibt keine scharfe Grenze zwischen Leben und Tod, nur ein Kontinuum von Zuständen. Genau diese Sanftheit des Übergangs macht Quantenunsterblichkeit in der realen Welt möglich. Ja, es existieren Zweige der Realität, wo Sie in jeder gefährlichen Situation überleben, aber das Maß der Existenz dieser Zweige nimmt mit jeder weiteren Prüfung rapide ab. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Wellenfunktion. Mit jeder Quantenwahl zwischen Leben und Tod wird die Wahrscheinlichkeitsamplitude der Welten, wo Sie überleben, immer kleiner. Ihre Existenz wird in der Gesamtstruktur des Multiversums immer weniger gewichtig. Das gleicht einem Radiosignal, das immer schwächer wird, bis es sich in ein kaum wahrnehmbares Flüstern im kosmischen Rauschen verwandelt. Sie können formal weiter existieren, aber bei einem so winzigen Maß, kann man da von vollem Bewusstsein sprechen? Viele Wissenschaftler, selbst die die Viele-Welten-Interpretation unterstützen, lehnen die Idee der Quantenunsterblichkeit ab. David Deutsch, einer der Pioniere der Quantenberechnungen, schreibt in seinem Buch »Der Anfang der Unendlichkeit – Erklärungen, die die Welt verwandeln«, dass eine solche Anwendung von Wahrscheinlichkeiten folgt nicht direkt aus der Quantentheorie. Sie erfordert eine zusätzliche Annahme, nämlich dass bei Entscheidungen Geschichten ignoriert werden sollten, in denen die entscheidende Person nicht existiert. Meiner Meinung nach ist diese Annahme falsch. Der Physiker Sean Carroll, ein weiterer Befürworter der Viele-Welten-Interpretation, lehnt ebenfalls die Idee der Quantenunsterblichkeit ab. Carroll betont,
Wenn sich die Welt verzweigt, werden zukünftige Versionen von ihnen zu verschiedenen Persönlichkeiten. Man kann nicht eine von ihnen als real auswählen und das Ableben der anderen ignorieren. Lev Weidman weist auf dasselbe Problem hin. Selbst wenn der Tod augenblicklich ist das kein Grund, normale Wahrscheinlichkeiten zu ignorieren. Eine große Anzahl von Welten, wo sie tot sind, ist ausreichender Grund, nicht mit solch gefährlichen Spielen mit der Realität zu experimentieren. Ich bin jetzt nicht völlig überzeugt von der Wirksamkeit des Experiments mit Quantensuizid und der Realität der Quantenunsterblichkeit, da beide kritisch von der Existenz eines unendlich teilbaren mathematischen Kontinuums in der Natur abhängen, woran ich stark zweifle. Aber wer weiß? Wenn der schicksalhafte Tag kommt und Sie sicher sind, dass Ihr Leben zu Ende geht, denken Sie daran, sagen Sie sich nicht, dass nichts von Ihnen übrig bleiben wird, denn das könnte sich als falsch erweisen. Möglicherweise werden Sie persönlich überzeugt sein, dass parallele Universen existieren. Der Streit darüber, wie die Quantenmechanik zu verstehen ist, dauert bereits ein Jahrhundert. Soll man an den Kollaps der Wellenfunktion oder an das Multiversum glauben? In dieser Zeit entstand ein ganzer Zoo von Interpretationen. Die Kopenhagener, die viele Welten, die Transaktions-, die relationale und ein Dutzend andere. Man könnte denken, dass, wenn Wissenschaftler so lange streiten, sie noch ein Jahrhundert streiten werden. Aber in den letzten Jahren hat sich die Situation drastisch verändert. Aus den Arbeiten von Everett, C. und anderen Wissenschaftlern wurde klar, selbst wenn man das umstrittene Postulat des Wellenfunktionskollapses verwirft und nur die Schrödinger-Gleichung beibehält, werden wir trotzdem subjektiv empfinden, dass die Wellenfunktion kollabiert. Wir bemerken die parallelen Universen einfach nicht. Früher dachten viele Physiker, dass die Quantenmechanik nur auf atomaren Skalen wirkt, aber das einfache Experiment mit Doppelspaltinterferenz wurde erfolgreich, sowohl mit Atomen als auch mit riesigen Molekülen aus Tausenden von Atomen wiederholt. Und der Wissenschaftler Keith Schwab vom MIT leitet jetzt ein Labor, wo er Metallstäbe in Quantensuperposition erzeugt. Sie sind groß genug, um sie mit bloßem Auge zu sehen. Anton Zeilingers Gruppe in Wien diskutierte sogar die Möglichkeit, ein solches Experiment mit einem Virus durchzuführen. Wenn man sich vorstellt, dass der Virus primitives Bewusstsein besitzt, wird die Viele-Welten-Interpretation unvermeidlich. Die Extrapolation auf den Menschen wäre nur ein quantitativer, aber kein qualitativer Unterschied. Dieselbe Gruppe von Wissenschaftlern zeigte, dass Quanteneigenschaften von Photonen erhalten bleiben, wenn sie 89 Kilometer durch den Raum reisen. Das experimentelle Urteil ist gefällt. Die Welt ist wirklich seltsam und wir müssen lernen, damit zu leben. Nach neuesten Schätzungen basiert mehr als ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts der USA heute auf Erfindungen, die dank der Quantenmechanik entstanden. Von Lasern bis zu Computerchips und die neuesten Technologien wie Quantenkryptographie und Quantenberechnung nutzen explizit das Multiversum und funktionieren nur, wenn die Wellenfunktion nicht kollabiert. Diese Durchbrüche verursachten bedeutende Veränderungen in den Ansichten der Physiker. Max Tegmark führte Umfragen 1997 auf einer Quantenkonferenz und 2010 in Harvard durch. Er fragte die Wissenschaftler, welche Interpretation ihnen näher ist. Es stellte sich heraus, dass ein radikaler Wandel stattgefunden hatte. Nach Jahrzehnten der Dominanz der Kopenhagener Interpretation fiel ihre Unterstützung von 30% auf 0%. Im Gegenteil, Everetts Viele-Welten-Interpretation, die 10 Jahre unbemerkt blieb und dann 25 Jahre harsch kritisiert wurde, führte 2010 die Rangliste an. Konrad Lorenz sagte, dass wichtige wissenschaftliche Entdeckungen 3 Phasen durchlaufen. Zuerst werden sie ignoriert, dann wild attackiert und schließlich als allgemein bekannt abgetan. Everetts parallele Universen befinden sich jetzt zwischen der 2. und 3. Phase. Wenn wir also in einem Multiversum leben, wie sollen wir dann die Welt und unser Leben wahrnehmen? Wie kann man Sinn finden, wo absolut alles geschieht, was nicht durch die Gesetze der Physik verboten ist? Am 27. Oktober 1962, auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise, war ein sowjetisches U-Boot vor der Küste Kubas von amerikanischen Zerstörern umzingelt. Die Amerikaner warfen Übungswasserbomben ab und versuchten, das U-Boot zum Auftauchen zu zwingen. Der sowjetische Kapitän entschied, dass der Krieg begonnen hatte und befahl, einen nuklearen Torpedo abzufeuern. Der Politoffizier stimmte zu, aber der zweite Offizier, Wassili Archipow, überzeugte sie, nicht zu schießen. Der Dritte Weltkrieg fand damals nicht statt und niemals danach, denn wenn er stattgefunden hätte, wäre keiner von uns hier. In der Viele-Welten-Interpretation
können wir nicht in dem Zweig existieren, wo das geschah, da wir tot wären. In diesem Sinne ist die ganze Geschichte eine Folge unwahrscheinlicher Ereignisse, die zur Entstehung von uns Menschen führten, und in verschiedenen Zweigen der Realität existieren unsere Doppelgänger, die ihr Leben leben. Zum Beispiel gibt es einen Zweig der Realität, wo sie Präsident sind, aber hier muss man präzisieren. Präsident werden trotzdem nicht sie, sondern eine andere Version von ihnen nach der Verzweigung. Das ist eine Welt niedriger Amplitude mit minimaler Wahrscheinlichkeit, aber sie existiert. Selbst Kritiker der Quantenunsterblichkeit stimmen zu, in jedem zukünftigen Moment existiert ein Zweig, der einen lebenden Nachfolger von ihnen enthält. Vielleicht ist Hugh Everett irgendwo dort noch mit 94 Jahren am Leben, umgeben von Urenkeln und seinem Nobelpreis für Physik. David Lewis schaute bei ihm zu einer Schachpartie vorbei und zur Fortsetzung ihrer Debatten über Quantenunsterblichkeit. Unter diesen Zweigen können wir uns alle unsere Hoffnungen und Träume vorstellen, das Streben nach einer besseren Welt, einem glücklicheren Leben, und obwohl wir niemals in die Zweige der Realität gelangen können, wo wir andere Entscheidungen getroffen haben, wo unsere Lieben länger leben, wo die Geschichte anders verlaufen ist, aber diese Realitäten existieren. Das beweist, dass alle Träume verwirklichbar sind, und das kann eine Quelle der Inspiration und des Trosts sein.